Was ist eine Ballonfinanzierung? Welche Anbieter gibt es und wie sehen die Vorteile und Nachteile aus? Lohnt sich ein Autokredit mit Schlussrate? In diesem Video beantworten wir diese und weitere Fragen rund um den Schlussratenkredit. Ballonfinanzierung erklärt. Hauptsächlich wird der Autokredit mit Schlussrate in Autohäusern zur Neuwagenfinanzierung angeboten. Es gibt jedoch auch Anbieter, die ihn herstellerunabhängig anbieten und damit auch für Gebrauchtwagen verfügbar machen. Welche das sind, erfährst du im Video. Also dranbleiben! Was ist eine Ballonfinanzierung? Die Ballonfinanzierung oder auch Ballonkredit ist ein Ratenkredit, bei der eine hohe Schlussrate am Ende der festgelegten Laufzeit fällig wird. Die monatlichen Raten sind bei einem solchen Autokredit mit Ballonrate deutlich geringer als bei einem klassischen Kfz-Kredit. Die Schlussrate bei einem Ballonkredit orientiert sich häufig am geschätzten Restwert des Fahrzeugs zum Laufzeitende oder beträgt etwa 50% der Kreditsumme. Vorteile der Autofinanzierung mit Schlussrate. Die monatliche Belastung ist im Vergleich zu einem herkömmlichen Autokredit sehr gering. So kannst du Liquidität erhalten. Nachteile von Autokrediten mit Schlussrate. Aufgrund des Tilgungsstaus sind die gesamten Zinskosten sehr hoch. Wie groß der Unterschied bei gleich hohen Zinsen ist, zeigen wir dir gleich im Rechenbeispiel. Am Ende der Laufzeit musst du die Restsumme aufbringen. Welche Möglichkeiten du dafür hast, sagen wir dir ebenfalls gleich. Ein Rechenbeispiel: Ballonfinanzierung versus Ratenkredit. Nehmen wir an, dass die benötigte Kreditsumme für den Kauf eines Autos 20.000 Euro beträgt. Der effektive Jahreszins ist 3% und die geplante Kreditlaufzeit 60 Monate. Bei der Ballonfinanzierung mit einer Schlussrate von 50%, also 10.000 Euro, beträgt dann die monatliche Rate 204,17 Euro. Beim normalen Ratenkredit liegt die zu zahlende Rate bei 359,01 Euro. Die monatliche Belastung ist beim Ballonkredit also deutlich geringer. Den Gesamtkosten von 22.250,19 Euro für die Schlussratenfinanzierung stehen allerdings nur 21.540,85 Euro für den klassischen Autokredit gegenüber. Die Ballonfinanzierung mit ihren niedrigeren Raten kostet dich also 709,34 Euro mehr. Welche Anbieter für Autokredite mit Schlussrate gibt es? Gerade Autohäuser fast aller bekannten Automarken bieten die Ballonfinanzierung an. Wenn du aber ein Auto bei einem freien Händler oder von privat kaufen möchtest, wird die Auswahl deutlich kleiner. Zwei Anbieter, die eine herstellerunabhängige Schlussratenfinanzierung anbieten, sind die SWK Bank sowie die Santander Bank mit ihrem Car-Credit-Angebot. Beide Banken bieten einen bonitätsunabhängigen Zins und erlauben eine Schlussrate von 50% der Kreditsumme. Unter dem Video findest du Links, unter denen du die Zinsen beider Anbieter prüfen kannst. Schlussrate ablösen. So geht's. Am Ende der Laufzeit kommt eine mehr oder weniger große Schlussrate auf dich zu, die du auf verschiedene Arten bezahlen kannst. Du zahlst die Schlussrate aus Erspartem oder einer größeren Geldeinnahme, wie zum Beispiel die Auszahlung eines Erbes oder einer Lebensversicherung. Du verkaufst das Fahrzeug und tilgst aus dem Erlös die Schlussrate. Du nimmst einen Ratenkredit zur Anschlussfinanzierung auf. Oder wenn es eine Herstellerfinanzierung war, gibst du das Fahrzeug an den Händler zurück und es erfolgt eine Verrechnung. Lohnt sich eine Ballonfinanzierung? Finanziell lohnt sie sich in den meisten Fällen aufgrund der erhöhten Kosten nicht. Sie kann sich lohnen, wenn du das Kapital für die Restrate hast und es für die Zeit bis zur Fälligkeit so gewinnbringend anlegen kannst, dass es die Mehrkosten kompensieren und einen zusätzlichen Gewinn erwirtschaftet. Ansonsten ist sie nur interessant, wenn Autos deine größte Leidenschaft sind und du ein Auto mit geringen monatlichen Beträgen finanzieren möchtest. Hier verlinken wir dir noch 2 Videos, die dich auch interessieren könnten. Wenn du noch Fragen oder Anregungen für weitere Videos zur Fahrzeugfinanzierung hast, dann schreib uns gerne in den Kommentaren.